Ja, im letzten Teil der Serie haben wir ja übers Linienziehen gesprochen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit etwas helfen. Und wenn euch die Serie gefällt, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben unter dem Video. So sehe ich, dass es euch interessiert. So, dann lasst uns mal über Schattieren sprechen. Ich bin der Pierre vom Tattoo-Studio Ink Area. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Tja, Leute, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich anfangen soll. Denn das Schattieren ist so eine Sache für sich und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten zu schattieren, wie es Tätowierer gibt. Gefühlt zumindest. Und wenn ich jetzt alle Arten erkläre, die ich alleine schon so kenne, dann wird das Video extrem lang und ich möchte euch einfach anhand eines Tattoos, was ich vor kurzem gemacht habe, erklären, wie ich da vorgegangen bin. Ja, und wie immer steht und fällt alles mit der Farbe. Meine Kundin heute ist doch etwas vom helleren Hauttyp. Ja, ist klar, wir haben Winter, aber man erkennt ja schon, ob jemand Kategorie Keller oder Dachgeschoss ist. Hier in diesem Fall wollte ich nicht ganz so dunkel werden, deshalb bleibe ich mit den Abstufungen eher im helleren Bereich. Ja, ich habe mich heute für das Outline Black von World Famos entschieden. Die Farbe ist REACH-konform und verarbeitet sich ganz gut. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich die Farbe genutzt hätte, wenn wir mehr Farben zur Verfügung hätten, aber die Hersteller arbeiten ja dran. Und noch eine geile Nachricht, ich bekomme demnächst von Bodykult die neue Carbon Black Reihe. Ich freue mich da riesig drauf, denn ich mag Carbonfarbe. Ich hoffe, Sie haben die alten Flaschen genutzt. Das sind so Soft-Quitschi-Flaschen, keine Ahnung, und die lassen sich super drücken, aber ich halte euch auf den Laufenden. Also eben mal den Arbeitsplatz aufbauen. Wenn ich Black and Gray mache, nutze ich zu 90% immer 6 Farbabstufungen. Und ich starte immer links mit dem 100% Farbton und gehe dann nach rechts und werde heller. Ihr solltet euch angewöhnen, immer eine Richtung der Abstufung zu nutzen. Das macht es am Ende einfach einfacher. Ja, dann 3/4 voll und dann halb voll. Ja, wie ich schon gesagt hatte, habe ich ja mit dem Outline Black begonnen als dunkelsten Schwarzton. Wichtig beim Schattieren sind die letzten 3 hellen Farbtöne. Da sollte man schon etwas genauer sein. Heute nutze ich in den letzten 3 Bechern 12 Tropfen, 6 Tropfen und 3 Tropfen schwarz. Die ersten 3 Becher bleiben generell immer gleich. 100%, also voll machen, dann 3/4 und dann halb voll. Und die letzten 3 Becher passe ich dem Teint, keine Ahnung, wie hell oder wie dunkel die Hautfarbe eben so ist. Den Rest fülle ich dann mit Shading Solution auf. Wie gesagt, Wasser geht auch. Bitte kein Green Soap oder so. Das hatte ich letztens in den Kommentaren gelesen. Green Soap nutzen wir hier ausschließlich zum Tattoo reinigen und nicht zum Farbe mischen. Ja, und ich glaube ja, dass keiner von den Farbherstellern auch Tätowierer ist. Weil wenn das so wäre, würden sie vielleicht mal Flaschenverschlüsse rausbringen, mit denen man auch Tropfen zählen vernünftig machen kann, ohne dass man gleich die ganze Flasche leer macht. Ja, das ist wieder so ein Vorteil von fertigen Abmischungen. Deckel auf, rein, fertig. Also, liebe Hersteller, mal vernünftige Verschlüsse bitte. Ja, und hier in diesem Fall habe ich 13er Farbkappen genutzt. Das habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich für Black and Gray eigentlich immer 13er Töpfe nutze. Nehmt ihr größere oder kleinere Töpfe, dann müsst ihr natürlich die letzten 3 Abstufungen anpassen von den Tropfen her. So, dann kommen wir mal zu den Nadeln. Da hier keine sehr breiten Striche sind und auch nicht zu viel Schattieren ist, habe ich mich für eine 5er Liner in 030 Long Taper, eine 5er Bold Liner 030 Medium Taper, eine 7er Bold Liner 030 Medium Taper und eine 13er Soft Edge Magnum in 025 Long Taper entschieden. Ich hatte noch eine 19er Soft Edge Magnum dazugelegt, aber die habe ich dann doch nicht gebraucht. Ja, und die 5er Liner habe ich später noch dazu genommen für die ganz feinen Linien. Ja, zu den Nadeln. Ich habe diese Nadeln von Bodykult bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Also ich habe keine Vorgaben bekommen, was ich sagen soll oder was ich eben nicht sagen soll oder so.
ich bin auch nicht so die Werbefigur. Ja, mein Umfeld ist immer der Meinung, dass ich scheiße ehrlich bin. Ich sage eben, was man sagen muss oder so. Ach, und falls euch aufgefallen ist, ich habe mir so ein Leuchteschild geholt und ich lasse das einfach an, weil ich absolut keinen Schimmer habe, wann ich Werbung deklarieren muss oder eben nicht, und deshalb bleibst du einfach stehen. Fertig. Off-Topic, Ende. Ja, bei den Nadeln handelt es sich um Gorilla-Module. Ich finde den Namen irgendwie geil, oder? Und da ich noch nie mit Bolt-Linern oder Bolt-Nadeln gearbeitet habe, wollte ich diese heute einfach mal testen. Laut Hersteller sind Bolt-Liner perfekt für Oldschool und japanische Tattoos. Sie können mehr Farbe als herkömmliche Liner aufnehmen und zeichnen breitere Linien. Das werden wir testen. Und kleiner Spoiler: Die haben wirklich eine gute Figur gemacht und auch vom Preis her echt interessant. Ich habe aber noch nicht alle Nadeln durch, also gebt mir ein bisschen Zeit für mein Fazit zu den Modulen. Ich habe auch schon eine fette 14er Bolt und eine 7er Hollow Liner getestet. Ich werde euch sagen und zeigen, was ihr mit den Modulen machen könnt, welche Nadeln für was gut oder eben nicht gut ist. Also seid gespannt auf das Gorilla-Video. Cooler Name. Ja, also dann Stencil drauf, antrocknen lassen und ab geht die wilde Fahrt. Falls euch interessiert, wie ich meine Stencils mache und Arbeitsplatz aufbaue, ihr wisst Bescheid, ab in den Kommentaren damit. Und mir ist aufgefallen, dass 60% der Leute, die meine Videos schauen, kein Abo dagelassen haben. Ich weiß, ihr habt das einfach nur vergessen und werdet es jetzt nachholen. Euch sei verziehen. Ja, und um da hinzukommen, was euch so interessiert, also dem Schattieren, muss ich erstmal ein paar Linien ziehen und ein paar Punkte machen, denn wir müssen ja erstmal zu dem Bereich Schattieren kommen. Ja, da sind wir angekommen. Für euch waren es Sekunden, für mich hat es etwas länger gedauert. Ja, also starten wir das Schattieren. Ich habe vor, nur mit den 3 hellsten Tönen zu schattieren und für den Kontrast nur ein ganz wenig dunkles Schwarz. Kontrast ist wichtig. Einige Kunden sagen immer, sie möchten nicht so dunkle Tattoos, schön filigran und hell. Ja, bekommt man auch hin, aber wenn wir unsere Tattoos nur mit den 3 hellen Farbtönen machen würden, wäre es nach dem Abheilen nur noch wischiwaschi. Wenn man was erkennen will, muss Kontrast ins Bild. Deshalb ist es so wichtig, seine Farbe zu kennen und auch zu kennen, wie sie aussieht, wenn sie abgeheilt ist. Denn beim Arbeiten schaut manche Farbe sehr dunkel aus und viele haben Angst, dass dann am Ende zu dunkel wird nach dem Abheilen oder so. Ja, und dann nach dem Abheilen ist kaum noch was zu erkennen, ne? Also da täuscht man sich ziemlich stark. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab, aber es gibt einfach so viel zum Tätowieren zu erzählen. Sorry dafür. Ja, und ich arbeite immer von hell nach dunkel. Das habe ich mir früher beim Airbrush schon so angewöhnt und fahre auch sehr gut damit. Ich nehme dann als erstes immer eine Stufe dunkler als den hellsten Ton, den ich nutzen will. Das hat doch jetzt keiner verstanden, oder? Es ist auch wirklich schwer zu erklären. Also, ich möchte eine Fläche mit 3 Abstufungen schattieren. Dann habe ich ja 3 Becher stehen. Dann nehme ich den mittelsten und starte damit. Mit dem mittelsten Ton lege ich erstmal fest, wo eine Schattierung rein soll. Also in welchem Bereich. In meinem Fall habe ich die Spectra Flux genommen und sie läuft bei 8 Volt. Das geht aber mit jeder anderen Maschine genauso gut. Ja, die Videogeschwindigkeit jetzt läuft 1:1. Also in genau diesem Tempo schattiere ich auch. Bei manchen Videos kann man zugucken, wie die Leute arbeiten, aber das ist so schnell läuft oder wird nur weiß am Ende gezeigt. Hat man nichts von. Ja, dann setze ich meine Maschine im Bereich an, der am dunkelsten wird und schiebe die Nadel nach vorn und lasse sie wieder aus der Haut kommen.
Die Nadel schaut auch nicht sehr weit raus, so vielleicht 1,8 bis 2 Millimeter. In der Mitte ist ja eine Soft Edge, die hat ja abgerundete Enden. So, dann nehme ich den nächst dunkleren Farbton und gehe wieder unten rein und schiebe nach oben. Nur lasse ich die Nadel noch früher aus der Haut kommen. So bekommt man einen schönen Übergang von dunkel zu hell. Und am Ende mit dem hellsten Farbton, da kann man dann noch ein paar leichte Schatten setzen oder die Schattierung größer machen. Eigentlich soll man ja nicht so oft mit der Nadel über eine Stelle gehen, aber dadurch, dass wir die Nadel nur wenig rausschauen lassen, können wir öfter rüber, weil wir die Haut nicht zu stark reizen. Also, wie gesagt, von hell nach dunkel arbeiten. So kann man gegebenenfalls mal Fehler ausbessern. Oder das Bild baut sich ja manchmal auch nur auf. Und wenn man so leicht schattiert oder so, dann arbeitet man wieder ein bisschen was aus oder so. Und dann entsteht da irgendwann ein tolles Bild draus, ne? Ja, das war jetzt eine Technik. Diese ist auch nicht wirklich schwer. Wenn ihr mehr Schattierungstechniken sehen wollt, dann schreibt es in den Kommentaren. Dann kann man da separate Videos von machen. Ja, und warum ich die 13er Soft Edge genutzt habe, ist, weil ich auf der Vorlage gesehen habe, dass ich keine großen Flächen schattieren muss. Wenn da größere Flächen wären zum Schattieren, dann hätte ich natürlich größere Nadeln genommen. Es ist wirklich wichtig, nicht am Material zu sparen. Wenn ihr eine Fläche schwarz machen wollt, dann nehmt auch eine Nadel, die dafür gemacht ist. Ich weiß, Material kostet Geld, aber wer gut sein will, muss investieren. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Ihr könnt ja zum Beispiel nehmt mal ein Blatt Papier, da malt ihr ein Quadrat drauf. Keine Ahnung, so 2 mal 2 Zentimeter. Und dann nehmt einen Kugelschreiber und malt das Quadrat aus. Dann macht noch ein Quadrat und nehmt einen fetten Edding oder so und malt es wieder aus. Dann dreht das Blatt mal auf die Rückseite und schaut euch an, wie es aussieht. Und so sieht dann auch eure Haut aus. Wenn ihr zu kleine Nadeln nehmt und eine zu große Fläche dafür ausmalt, reißt ihr die ganze Haut kaputt. Es wird nichts. Habt ihr ein bisschen Geld gespart, aber ihr verliert die Lust daran, weil es wieder nicht so geklappt hat und ach, keine Ahnung. Ja. So, Jungs und Mädels, ich hoffe, ich konnte wieder ein paar Fragen klären. Falls noch Fragen offen sind oder ich wieder mal was vergessen habe, dann schreibt es unten rein. Ich werde meinen Senf dazu geben. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und rausgeschubst.